Wenn du gerade mit YouTube anfängst, vermeide unbedingt diese Fehler. Sie kosten dich Reichweite, Zeit und am Ende auch die Motivation. Fehler Nummer eins ist es, kein klares Thema zu haben. Du musst dir eine Nische aussuchen. Es bringt also nichts, wenn du jetzt einen Kanal startest und an einem Tag was über Gartenarbeit machst, an anderen Tag hast du irgendwas in den Nachrichten gehört, wo du dann deinen Senf dazu abgeben möchtest, und am dritten Tag geht's irgendwie dann um Kinotipps oder sowas. Das macht keinen Sinn, weil der Algorithmus dann gar nicht weiß, an welche Leute er das Ganze ausspielen soll. Also du brauchst eine Nische, auf der du aufbauen kannst. Wenn du mal später unterwegs bist, kannst du das ein bisschen breiter machen. Aber am Anfang würde ich relativ spitz mir eine Nische suchen, auf die ich aufbauen kann. Weil der Algorithmus muss ja auch erst lernen mit der Zeit, wie du tickst, beziehungsweise an welche Personen er das eben ausspielen soll, deinen Inhalt. Und das braucht bei YouTube im Vergleich zu allen anderen Plattformen relativ lange. YouTube ist eigentlich, nicht nur eigentlich, YouTube ist ein Marathonlauf. Und ich möchte halt mit meinem Kanal jetzt hier helfen, möglichst einfach und möglichst schnell diese ersten Hürden zu überwinden und möglichst schnell einzusteigen bei YouTube. Die erste Nische muss auch nicht perfekt sein. Hauptsache, du findest halt etwas, wo du dich jetzt damit anfreunden kannst. Jetzt sage ich jetzt einmal, die nächsten 2 Jahre drüber zu sprechen, und das, wo in deinen Augen jetzt auch nicht übermäßig anstrengend ist, wo du im Thema bist am besten, was dir Freude macht, da zu starten, weil das erste Ziel heißt natürlich erst einmal Spaß haben am Filme erstellen, am Schneiden. Wenn man größer wird, kann man das Schneiden abgeben und einfach ein bisschen Spaß an der Sache zu haben. Ich glaube, das ist jetzt in der ersten Phase, wenn man einen YouTube-Kanal startet, das Allerwichtigste. Fehler Nummer 2, zu perfektionistisch starten. Also die ersten Videos, die ihr macht, würde ich eigentlich alles nur so als Testvideos ansehen, so wie es bei mir jetzt eigentlich auch ist. Das sind Videos, wo ich jetzt einfach mal zum Starten komme. Da geht es jetzt auch nicht darum, dass man hier ein riesen teures Studio hat, Mords Kameras hat. Ich sitze jetzt hier zum Beispiel nur von meinem iPhone. Und um das geht's überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, den Startknopf zu drücken und einfach zu beginnen. Und mir geht es nicht. Wenn du jetzt hergehst und sagst, nee, und das Licht passt nicht oder die Frisur passt nicht. Also bei Frisur habe ich mir hier beholfen mit meiner Mütze hier. Die Frisur passt nicht oder ja, es ist noch nicht professionell genug oder solche Geschichten. Es spielt überhaupt keine Rolle. Was ihr machen könnt, ist zum Beispiel bei großen YouTube-Kanälen mal auf die ersten Videos zu gehen und einfach mal zu schauen, wie haben die großen Kanäle damals angefangen, ja. Und die haben auch mit ganz wenig Views angefangen und mit auch nur meistens mit einem Smartphone, weil mehr würde ich jetzt auch nicht ausgeben wollen oder sowas. Alles, was ihr jetzt bei mir seht, das habe ich einfach schon und nutze ich halt einfach. Das Einzige, wo ich ein bisschen investieren würde, wäre halt ein anständiges Mikrofon oder so ein zum Anhängen da. Da würde ich ein bisschen investieren. Ansonsten reicht ein Smartphone absolut aus, um den ersten Film zu drehen oder die ersten Filme. Machen die ersten Filme oder arbeiten sich bis auf 10.000 Follower oder Abonnenten mit ihrem Smartphone hoch. Also es spielt gar keine Rolle, mit welcher Technik du das Ganze machst. Wichtig ist einfach nur in Starten zu kommen, und perfekt muss am Anfang gar nichts sein und perfekt wird wahrscheinlich auch nie was werden. Es muss halt einfach irgendwie so zu 80% passen, sage ich jetzt einmal. Und ja, wichtig ist es, anzufangen. Fehler Nummer 3, keine Zeit in Thumbnails investieren. Auch die Erfahrung musste ich schon persönlich machen. Ich habe ja so ein paar kleinere YouTube-Kanäle. Der größte hat da 600 Abonnenten, aber ich wiederhole mich jetzt, arbeiten tue ich bei einem 200.000 Abonnentenkanal beruflich. Und da wird auch sehr viel Wert auf Thumbnails gelegt. Das heißt, auf dem Thumbnail muss eine Emotion drauf sein, ein Motiv drauf und ein sogenannter Hook drauf, irgendeine interessante Schlagzeile, mit dem man dann den User dazu bringt, auf dieses Thumbnail zu klicken. Das Thumbnail ist einfach die Eintrittskarte zu deinem Film. Thumbnails ganz wichtig. Gestalte die Thumbnails ansprechend. Und wichtig ist auch, einen Hook drauf zu geben. Und wenn ihr mit Hooks Probleme habt, kann man, glaube ich, auch ohne weiteres die Hilfsmittel zu raten,
zu Hilfe ziehen, die es halt so gibt. Ja, also ChatGPT oder Grok oder diese ganzen YouTube-Tools, die es auf dem Markt gibt, können dir da auch ein bisschen helfen, da die richtige Überschrift zu finden. Fehler Nummer 4, unregelmäßig posten. Also bei dem YouTube-Kanal, wo ich hauptberuflich arbeite, dort veröffentlichen wir halt immer am Mittwoch und am Freitag unsere Videos. Und die sind auch oft schon auf Wochen oder Monate hinaus vorausgeplant. Und sollte mal irgendwas Aktuelles reinkommen, dann wird auch relativ schnell auf den Markt reagiert, dann wird auch mal kurzfristig was eingeschoben. Aber wichtig ist es halt auch, feste Veröffentlichungstermine zu haben. Das ist für einen YouTube-Algorithmus ganz gut und ist auch ganz gut für eure User, weil die halt einfach dann wissen, am Mittwoch und Freitag gibt's halt neue Videos. Studien zeigen auch, dass Kanäle, die einmal die Woche posten, so im Schnitt 3-mal schneller wachsen als Kanäle, die unregelmäßig posten. Fehler Nummer 5, sich mit anderen vergleichen. Den Fehler, glaube ich, machen auch relativ viele von uns, dass man sich eben einfach schon mit größeren Kanälen vergleichen möchte und sich damit messen möchte. Ich meine, man kann einen größeren Kanal immer als Inspiration hernehmen für eigene Ideen, aber du weißt ja nicht, wie weit die schon sind. Ja, also bei dem Kanal, wo ich arbeite, da gibt es inzwischen ein ganzes Team hinter dem Kanal. Es gibt verschiedene Cutter, die eben dann nur die Filme schneiden. Und es gibt auch da schon eigene Kameraleute. Soweit bist du aber noch gar nicht, wenn du neu anfängst, sondern du machst jetzt erstmal alles alleine und versuchst dich da halt so ein bisschen einzufinden in diese ganze Produktion. Ich denke, je länger man sowas macht, desto mehr Routine kriegt man auch in die ganze Geschichte. Jeder, der mit YouTube mal anfängt, der macht doch Fehler. Also ich mache Fehler und in der Firma machen wir auch Fehler. Aber wenn du die Fehler erkennst und dann daraus lernst, bist du die meisten eigentlich schon einen Schritt voraus. Und wenn du das Gefühl jetzt hast, dass YouTube dich manchmal so ein bisschen überfordert, abonniere gerne meinen Kanal. Mir gibt's ehrliche Tutorials und einfache Workflows für alle, die halt schon ein bisschen älter sind, für die etwas älteren Semester und für alle Leute, die nicht mit YouTube groß geworden sind. Das Ganze gibt's bei mir ohne Druck, ohne Show, aber ein bisschen mit System. Und ich bin der Michael und das ist Michis Lab.